Die Burg Plesse, auch Plesseburg oder Ruine Plesseburg genannt, ist eine mittelalterliche Burgruine rund 7 Kilometer nördlich von Göttingen in Südniedersachsen. Die Ruine der Spornburg steht im äußersten Nordwestteil des Göttinger Waldes. Sie befindet sich auf einem etwa 350 Meter hohen Berg Sporn, dem Südwestausläufer des 386 Meter hohen Wittenberges. Die Burg Plesse wurde auf einem Felsen aus hellem Muschelkalk errichtet. Plesse ist ein Flurname, der im oberen Leinetal von alters her bekannt ist. Der Name Plesse, der für Blässe, Farblosigkeit, steht, stammt wahrscheinlich von dem hellen Felssporn, auf dem die Burg steht. Der Platz der Burg war schon in der älteren vorrömischen Eisenzeit, vom 8. bis 6. Jahrhundert vor Christus, mit einem in Lehm gesetzten Mauerzug besetzt. Der ursprünglich 30 Meter hohe Bergfried wurde 1542 aus Angst vor seinem Einsturz bei Kanonenbeschuss auf 23 Meter gekürzt. Sein Durchmesser beträgt 15,26 Meter, die Stärke der Turmmauern 4,24 Meter. Der untere Bereich des Bergfrieds ist aus regelmäßigen Steinquadern errichtet und stammt noch aus dem 12. Jahrhundert. Das darüber liegende, unregelmäßige Bruchsteinmauerwerk und der Zinnenkranz wurden bei den Restaurierungen des 19. Jahrhunderts ergänzt. Daneben existiert noch der 22 Meter hohe kleine Turm, der mit einem Durchmesser von gut 7 Metern erheblich schlanker ist und mit 2,25 Meter Mauerstärke im unteren Bereich weniger wehrhaft. Dieser Turm wurde als Wartturm an der exponiertesten Stelle des Bergsporns errichtet und wird auch als Südekum, sieh dich um, bezeichnet. Über eine Pforte in etwa 10 Meter Höhe war der Zutritt möglich. Der Bergfried kann heute über eine Innentreppe bestiegen werden und bietet einen guten Ausblick auf Eddingehausen und das Leinetal. Im 19. und 20. Jahrhundert wurden außer den beiden Türmen der Burggraben, das untere, äußere Tor, mittleres Tor mit Pforthaus und das Steinhaus sowie die Kapelle restauriert. Von den Außenmauern sind erhebliche Reste erhalten, zum Beispiel die Mauer des Keningartens in der Vorburg und Teile der Eckbastionen Eichsfeld und Katzengarten. Der Brunnen der Burg Plesse ist Gegenstand zahlreicher Sagen und Legenden. Einer Überlieferung zufolge soll vom Brunnen ein unterirdischer Gang zur Quelle Mariaspring geführt haben. Tatsächlich gab es einen Gang, über den Akten aus dem Jahre 1802 berichteten.
Dieser verband die Burg mit dem Keller eines Wohnhauses der Domäne. Archäologisch ist bis heute kein Brunnen auf dem Gelände der Burg nachweisbar. Ganz anders stellt sich aber das Wissen über den Brunnen in den Schriftquellen seit dem 16. Jahrhundert dar. Nach den Restaurierungsarbeiten unter König Georg V. von Hannover 1853 bis 1862 wird der Brunnen und auch die Lage nicht mehr erwähnt. Im Innenhof des Vorwerks Deppoltshausen befindet sich ein 100 Meter tiefer Brunnen, der 1937 auf 130 Meter vertieft wurde. Es wird zu Unrecht vermutet, dass es sich hier um den Brunnen der Burg Plesse handelte. Heinrich der Löwe beherrschte das geschichtliche Interesse in einem Maße, dass Parteigänger und Gegner wie die Grafen von Winzenburg lange Zeit nicht hinreichend zur Geltung kamen. In der ersten Hälfte des 12. Jahrhunderts gelang ihnen ein machtpolitischer Aufstieg, ehe ihre Bedeutung wieder erlosch. Hermann I. von Winzenburg, Graf von Formbach und Vogt von Stift-Göttweig, scheint durch seine Mutter Mathilde von Rheinhausen in Südniedersachsen zu erheblichen Besitzungen gekommen zu sein. Ein Vorteil, den seine Söhne Hermann II. Und Heinrich geltend zu machen wussten. Diese Winzenburger Generation gehörte zeitweilig zu den starken Gegnern des Welfenherzogs und erbaute möglicherweise um 1122 bis 1128 die Burg Plesse. Im Vergleich zu Urkunden und anderen Quellen über die spätere Herrschaft Plesse sind nur wenige verlässliche Daten zur Geschichte der hochmittelalterlichen Burg vorhanden. Die Burg wurde mehrfach verändert. Allerdings sprechen burgenbaugeschichtliche Fakten dagegen, dass die Anlage schon im Jahr 1015 errichtet war. Zu Zeiten Bischof Meinwerks könnte es jedoch einen Vorgängerbau an jener Stelle gegeben haben, urbs, qui Plesse dicitur. In einer Schenkungsurkunde des Jahres 1139 von König Konrad III. In Hersfeld, die zugunsten des Klosters Volkenroda ausgestellt wurde, nennt der Winzenburger sich Hermannus Cums de Plessa. Auch sein Bruder Heinrich von Assel wird in der Registe zu einer Urkunde des Erzbischofs Heinrich I. von Mainz aus dem Jahr 1144 als Heinrich von Plesse bezeichnet. Am Beispiel der Burg Plesse wird deutlich, dass man im 12. Jahrhundert noch keine Familiennamen kannte. Wer sich identifizieren musste, fügte seinem Vornamen einen Beinamen hinzu. Angehörige des Adels erschienen in Urkunden meistens mit dem Ortsnamen ihrer Besitzung und wenn sie über mehrere Güter verfügten, wechselten sie je nach Sachverhalt die Zubenennung. Heinrich von Assel starb schon 1146, so dass Hermann II. Von Winzenburg keine andere Wahl blieb, als nunmehr von seiner Schwägerin jenen Teil des Nachlasses käuflich zu erwerben, über den sie verfügen konnte. Die Mittel dazu hatte er allemal. Etwa 1138 wird Hermann II. Von Winzenburg als Graf von Plesse bezeichnet. Er schloss sich König Konrad III. an,
galt als Reichsfürst und wird als Zeuge in vielen königlichen Urkunden aufgeführt. Im Jahre 1536 wurde in der Herrschaft Plesse die Reformation eingeführt. Sie hatte schon zu Beginn durch den aus den Niederlanden geflüchteten Theologen Petrus Neuen van Weert einen reformierten Akzent. Nachdem Martin Luther persönlich in einem von Dietrich III. Von Plesse angeforderten Gutachten die Lehre des Niederländers als nicht recht beurteilt hatte, kam die Herrschaft Plesse unter den Einfluss von Göttingen und lutherischen geprägten Theologien. Johann Wolfgang von Goethe besuchte die Burg Plesse im Jahre 1801. Nach der französischen Besetzung im Jahre 1807 wurde die Herrschaft zum Kanton Bovenden im Königreich Westfalen übertragen. Im 19. Jahrhundert war die Plesse ein beliebtes Ausflugsziel der Göttinger Studenten, da die Herrschaft Plesse aufgrund der Zugehörigkeit zu Hessen für das hannoversche Göttingen wie zollfreies Ausland behandelt wurde. Seit 1945 ist die Burg Plesse das Eigentum des Landes Niedersachsen. Seit 1978 gibt es den Förderverein Freunde der Burg Plesse e.V., der sich der Burgenforschung widmet. In der Burg Plesse gibt es heute ein Restaurant sowie verschiedene Veranstaltungen von Konzerten, Theateraufführungen und anderen kulturellen Veranstaltungen. Darüber hinaus führt das Standesamt Bovenden regelmäßig Eheschließungen auf der Burg durch.